Hallo meine Freunde, heute bekommt unser Porsche eine neue Kupplungshydraulik, damit wir das nächste Mal nicht wieder in einem Olivenhain eine wechseln müssen. Die Teile für die Kupplungshydraulik habe ich natürlich wieder günstig von Mike Sportwagenparts bekommen. Für diese Reparatur brauchen wir natürlich wieder viele Werkzeuge. Die Kupplungshydraulik beginnt hier am Bremsflüssigkeitsbehälter. Dies ist der Abgang für die Kupplungshydraulik, der liegt natürlich höher als der Abgang für den Hauptbremszylinder. Somit fällt bei Flüssigkeitsmangel immer zuerst die Kupplung und dann erst die Bremse aus. Von hier geht der Versorgungsschlauch bis zum Kupplungsgeberzylinder. Das ist der Kupplungsgeberzylinder, der hier vom Pedal betätigt wird. Das heißt, wir müssen ihn im Innenraum lose machen, bevor wir ihn dann zum Motorraumriemen entnehmen können. Vom Geberzylinder geht eine Hydraulikdruckleitung bis zum Kupplungsnehmerzylinder, der an der Kupplungsglocke sitzt. Dies ist jetzt der Kupplungsnehmerzylinder an der Kupplungsglocke, der neue natürlich. Hier kommt die Druckleitung rein. An der Kupplungsglocke sitzt der Nehmerzylinder oberhalb des Anlassers. Vielleicht ging es auch, den Nehmerzylinder mit eingeschraubtem Anlasser herauszubekommen, aber ich habe keine Lust mehr, alle Finger abzubrechen, also Anlasser raus. Bevor wir den Anlasser rausmachen, muss natürlich die Batterie ab. Sonst gibt es einen wunderschönen Funken und wir können das Auto mit grillen. Und immer wenn wir das Kabel wegmachen, stecken wir die Polschutzkappe wieder drauf, dann kann das Kabel nicht aus Versehen wieder hinkommen. Das Hauptstromkabel lösen und abnehmen. So, jetzt muss das Kleine noch weg. Der Anlasser sitzt an zwei Schrauben. Eine Imbusschraube von hier. Hier wird es hier sehr eng. Aber mit so einem starren Hebel geht es einwandfrei. Zweite Schraube lösen und wir haben den Anlasser aus dem Fahrzeug. So, als erstes müssen wir die Bremsflüssigkeit bis zum Niveau der Kupplungsentnahme aus dem System bekommen. Wir können natürlich jetzt einfach alle Leitungen aufmachen, aber dann gibt es eine Riesensauerei und die Bremsflüssigkeit ist auch aggressiv. Das heißt, nachher wird an allen möglichen Stellen rosten. Bessere Methode werden wir nachher auch zum Entlüften benutzen. Ich habe hier mal einen Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel konstruiert mit einem Ventil drauf. Nun kann ich hier oben mit dem Kompressor etwas Druckluft drauf geben und somit die Flüssigkeit aus dem System spülen. Übrigens, der Behälter stammt von Volkswagen, er passt aber bei Porsche. Der Leitungshalter könnte im Prinzip dranbleiben, aber ohne geht es doch ein bisschen leichter. Hier sitzt das Entlüftungsventil für den Nehmerzylinder. Allerdings ist es gut eingerostet. Ich habe mal ein bisschen Rostlöser drauf gemacht. So. Um die Bremsflüssigkeit abzulassen, stecke ich immer auf den Entlüftungsnippel so einen Aquariumschlauch drauf und nun kann man hier das Ventil öffnen. Ja. Muss gekommen sein, oder? Also läuft jetzt. Ja, ihr könnt natürlich nicht mit 6 Bar darauf gehen, deswegen braucht man einen zusätzlichen Druckminderer am Kompressor. Maximal 2 Bar benutzen wir für diese Aktion. So, wenn der Schlauch hier ab ist, können wir hier nochmal direkt Druckluft drauf geben. Aha. Zum Lösen dieser Leitung braucht man unbedingt Hydraulikschlüssel, sonst ist es hoffnungslos. Also Größe 12, die einzige Schraube mit 12 am Porsche. Und das Teil ist ab. Der Nehmerzylinder hängt an 2 8er Schrauben. Eine. Zumindest habe ich ein Viertel umdreht. Die Leitung ist hier nochmal geführt, dann hier mit der Schlauchleitung verbunden und da haben wir noch einen Kabelbinder. Diese Verbindung brauchen wir jetzt nicht aufmachen, wir wechseln ja alles komplett aus. Das können wir nachher am Schraubstock machen. Aber hier lösen wir und hier lösen wir.
Nun ist die Leitung komplett lose, jetzt geht es oben weiter. Ja. Da haben wir die Leitung aus dem Auto. Jetzt sehen wir auch, warum wir die ganze Reparatur machen. Der Kupplungsgeberzylinder muss nun im Fußraum losgemacht werden. Hierzu muss erstmal diese Abdeckung der Elektronik entfernt werden. So, das war die dritte. Das ist der Geberzylinder. Er ist innen am Kupplungspedal befestigt und zwar in einen Gelenkkopf eingeschraubt und dann gekontert. Nun hat man zwei Möglichkeiten. Entweder entfernt man den Kugelkopf komplett oder man löst die Kontermutter und schraubt den Gelenkkopf hier aus. Ich werde die zweite Methode bevorzugen. Nachher muss allerdings die Position zum Gelenkkopf passen. Deshalb habe ich im Fahrzeug das Maß von hier bis zur Kontermutter gemessen und ich werde auch nochmal das Zwischenmaß zwischen der geöffneten Kontermutter und dem Kopf messen. So, da ich nicht so richtig durch diesen Spalt passe, machen wir den Sitz raus, dann können wir wenigstens vernünftig im Fußraum arbeiten. Der Sitz ist an diesen Schrauben befestigt. Hier ist eine Steckverbindung, die müssen wir trennen. Die zweite Steckverbindung ist hier vorne am Sitz. So, und jetzt pass auf, jetzt müssen wir den Sitz. So, nachdem alles lose ist, kann man den Sitz. In diesem Bereich laufen jetzt jede Menge Leitungen. Wir machen mal alle Kabelbinder ab, weil wir müssen sowieso nachher an den Geberzylinder kommen. An die 2 M8er Schrauben, mit der Geberzylinder verschraubt ist, kommt man schlecht bei. Mit einem Kardangelenk in 3/8 Zoll geht es aber. Das will ich schon auf. Gleich kicken. So, dann machen wir das umgekehrt. Stopp. Nun schrauben wir die Muttern vollständig ab. Nachdem der Zylinder nun lose ist, muss ich die Kontermutter im Innenraum lösen und den Zylinder langsam aus dem Gabelkopf ausschrauben. So, jetzt kommt das Teil langsam aus dem Fußraum. Ein bisschen Platz zum Abnehmen des Zylinders brauchen wir noch, also machen wir mal diese Vakuumleitung weg. So haben wir das vorgestellt. Das können wir jetzt hier noch so zurückbinden. Und schließlich haben wir den Zylinder aus dem Auto. Wir reinigen die Einrückgabel wieder. Und fetten sie mit reichlich Molybdendisulfatfett ein. Der neue Kupplungsnehmerzylinder wird so eingesetzt, dass das Entlüftungsventil und die Zuleitungen oben sind. Gut. Nun kommt wieder meine Lieblingsbeschäftigung. Schrauben, schrauben, schrauben. Der Kupplungsnehmerzylinder bekommt 21 Newtonmeter. Gut. Oben kommt man nur noch mit dem ganz kleinen Schlüssel bei. Okay. Die neue Leitung machen wir mal 2 cm länger. Wir müssen ja nicht so sparen wie die Porsche AG. Bei Hydrauliksystemen kommt es immer auf große Reinlichkeit an. Deshalb blase ich die neu zugeschnittene Leitung erstmal durch, dass auch wirklich. Zudem, für die Zeit der Montage, habe ich mir hier solche Stöpsel gemacht, dann kann auch nichts reinfallen, bis die auf der anderen Seite angeschlossen wird. Kommt auf den Zylinder. Gut aufdrücken, damit die Klemme auch passt. Hier ist die Wulst und kurz nach der Wulst setzen wir die Klemme. Die Dichtung unter dem Geberzylinder wechseln wir natürlich auch, sonst gibt es im Winter kalte Füße.
Die Kontermutter darf man natürlich nicht vergessen, sonst fängt man nachher nochmal von vorne an. Gut, ich versuche nun den neuen Zylinder von oben einzuführen. Gut. Im Innenraum geht es nun in Kosmonautenlager weiter. Der Kupplungsnehmerzylinder wird wieder in den Gabelkopf des Pedals eingeschraubt. Ich habe jetzt den Geberzylinder wieder installiert und muss nun die Kontermutter am Gabelkopf anziehen. Den Abstand habe ich natürlich wieder richtig eingestellt. Im Motorraum habe ich den einen Federring schon mal eingesetzt. Für sowas spezielle Magneteinsätze, aber das ist ein alter Mechanikertrick noch von meinem Vater. Bei den Medizinern heißt sowas minimalinvasive Chirurgie. Die starre Leitung können wir wieder benutzen, aber der Schlauch muss gewechselt werden. So, schauen wir mal, was für ein Gewinde die Hydraulikleitungen haben. Aha, das ist 12. So, aha, und wir haben die Steigung 1, also ein 12×1 Feingewinde. Selbstverständlich hat jeder Mechaniker ein 12×1 Feingewinde-Schneideisen. Mal wieder richtig reinigen. Jetzt sieht das Gewinde wieder wie neu aus. So, wir setzen die neue Leitung wieder unter den gleichen Raumwinkeln zusammen. Erst im letzten Moment werden dann die Schutzkappen entfernt. Anfangs können wir die Schraube noch mit einem normalen Gabelschlüssel drehen. Die Gegenseite der Leitung wird unten an den Nehmerzylinder geschraubt. Auch der Halter der Leitung wird wieder angeschraubt. So, der Reihe nach ziehen alle Leitungen mit Drehmoment an. Für alle Leitungen der Kupplungshydraulik sind die 16 Newtonmeter. Auch oben wird die Leitung wieder angezogen. Im Innenraum sind wir soweit fertig, deswegen können wir die Verkleidung installieren, bevor wir den Sitz reinmachen. So. Der größte Spaß an der ganzen Geschichte ist immer das Entlüften des Systems. Ich befülle jetzt erstmal, soweit es geht, mit einem Trichter die Zulaufleitung und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Auch am Behälter schließen wir den Schlauch wieder an. Der Kompressor wird wieder auf 2 bar eingestellt. Nun wird auf den Bremsflüssigkeitsbehälter Druck gegeben und unten das Entlüftungsventil geöffnet und somit die Luft aus dem System geblasen. Zwischendurch müssen wir natürlich immer wieder frische Flüssigkeit nachfüllen. Die Gelegenheit benutzen wir auch gleich zum Wechsel der Bremsflüssigkeit. Deshalb blase ich jetzt erstmal die neue Flüssigkeit durch die Bremse, bis die Flüssigkeit, die hier unten rauskommt, klar ist. Natürlich kommen alle die abgeschraubten Teile wieder ins Fahrzeug. Das ist die eine und die von der Gegenseite. Wo muss ich noch dran machen? Auf die Kontakte gebe ich immer etwas Polschutzfett.
Nachdem die Kabel am Anlasser wieder alle angeschlossen sind, kann auch die Batterie angeklemmt werden. So, im Prinzip ist das System nun entlüftet. Wir machen erstmal eine ausgedehnte Probefahrt und danach wird das ganze System nochmal kontrolliert. Porsche gibt nur einen minimalen Wert für das Kupplungsspiel von 3 mm vor. Ich messe 20 und das ist ein guter mittlerer Wert. So, wir kontrollieren der Reihe nach alle Verschraubungen auf Dichtigkeit. Oben am Kupplungsgeberzylinder ist alles in Ordnung. Die Verschraubung zwischen der flexiblen und der Stachenleitung ist ebenfalls komplett dicht. So, auch die Leitung zum Kupplungsnehmerzylinder ist dicht. Das Entlüftungsventil ist ebenso dicht. Die wichtigste Kontrolle ist der Hub des Kupplungsnehmerzylinders. Porsche gibt einen Wert von 15 bis 18 mm vor, ich messe gute 16,5. So, auch diese Reparatur ist wieder zu Ende. Also, tschüss meine Freunde. Vergisst nicht, unseren nächsten Film anzuschauen und immer viel auf die Werbung blicken.